My name is Ifeanyichukwu Igwe. I came from Ebonyi State, live here in Austria. This is my family, and we have been living here now since 2010. My name is Kelechi Amadi. I am a Biafra, but I was forced by amalgamation policy to be a Nigeria. My name is Ebrechukwu Ezaka. I'm from Biafra land, but I live here in Vienna, Austria. I didn't see my family. I didn't see my relation. When I asked what was the reason. Biafra ist eine Region im Süden von Nigeria, einem Land, das seit mehr als einem Jahrhundert nicht zur Ruhe kommt. Der Biafra-Krieg von 1967 bis 1970 markiert den Höhepunkt dieser Zeit der Konflikte. Medienberichte schreiben von 1 Million Toten, 2 Millionen Toten oder sogar von bis zu 6 Millionen Toten. Die tatsächliche Zahl wissen wir nicht, aber was wir wissen ist, dass das Morden dieser Zeit auch nach mehr als 45 Jahren präsent ist. We are remembering the heroes, the Biafrans that was killed during the 1967 to 1970 Nigeria-Biafra war. This is one of the worst genocide in the whole world. But the whole world left it under the carpet. Behind me is Gerard. He was doing the war. Ich bin Armeeoffizier gewesen und wie gesagt, waren auf Karenz, waren 2 Unteroffiziere, Sanitätsunteroffiziere und ein Militärarzt. Aber das ist ja nur ein kleiner Tropfen. Wir waren hauptsächlich in Enugu und Owerri. Und ja, zuständig war ich dafür für die Medikamente und für die Verpflegung. Dadurch, dass wir kurz hinter der Front waren, haben wir auf dem Anfahrt- und Abfahrtweg natürlich sind die Leichen noch herumgelegen. Und da hast du quasi Slalom fahren müssen und zum Teil ist das nicht bei allen Autos vor mir und nach mir der Fall gewesen. Du hast dann gehabt, die Finger zum Beispiel, das war nur wie ein Handschuh, weil da die Reifen drüber gefahren sind. Oder im Busch hast du gemerkt, aha, nach dem Geruch da in der Nähe, links oder rechts mussten irgendwelche Leichen liegen. Das war nicht angenehm, aber umgekehrt aufgrund der Kampfhandlungen war das nicht anders möglich. Das ist einmal so im Krieg, die Leichen kannst du nicht sofort wegräumen. Wenn du Möglichkeiten hast oder Gelegenheit hast und erinnert wirst, so wie heute zum Beispiel, da kommen Emotionen wieder hoch. Tut mir leid. Ja. Während des Biafra-Kriegs war die Republik Biafra ein unabhängiger Staat, dessen Preis Millionen von Menschen mit ihrem Leben bezahlt haben. Anerkannt haben die Republik Biafra Tansania, Gambia, Haiti, Gabon und die Elfenbeinküste. Aber der Konflikt innerhalb Nigerias geht viel weiter zurück als der Biafra-Krieg. 1914 hat England am Ende der Kolonialzeit diese Region der religiösen Vielfalt zu einem Land zusammengefügt. Hier treffen Moslems, Christen sowie zahlreiche westafrikanische Religionen aufeinander. Die Konsequenzen daraus sind bis heute spürbar. Es beginnt 1861 damit, dass die Briten Lagos zur Kronkolonie erklären. Und dann 84, 85 mit der Berliner Konferenz gab es dann sehr starke Handelsinteressen. Und das heißt, das haben sie private Handelsfirmen aufgemacht, um sich Gebiete in Afrika zu sichern. Von England aus war das also die Niger Company etwa, die dann mit einer königlichen Charta ausgestattet wurde als Royal Niger Company. Und
Da beginnt eine Kolonisierung durch eine Handelsgesellschaft. Das beginnt mit einem Protektorat der Ölflüsse. Das hat damals noch nichts mit dem Erdöl zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass hier Palmöl ein wichtiges Exportgut war. Und die Unilever, der Firmenname ist Ihnen sicher bekannt, die Unilever ist eigentlich eine Tochter, eine späte Tochter dieser Initiative. Britain just bring people of different people, bring them together and say you. Your name as from today is Nigeria, and this Nigeria means in English is Niger area, and that means it's just a river. They colonized Nigeria. They are the one that brought Christianity to we Biafran, and we adopted their Christianity. 1967, when the Biafran war started, they left us alone and went and joined Muslim to kill the Christian. I saw blood of my people on the stream, like a stream of water. I look back and change. They put this fear in us. You should not kill, you should not do this, you should forgive. But they are helping those people that are killing us. This is what I don't know. Sometimes I'm confused. When I asked what was the reason, I saw a flag saying Biafra. They need their freedom, they need their own home. In den Biafra-Krieg spielt wohl auch die Entdeckung von Erdöl in der Region Biafras eine Rolle. Das Öl brachte ausländische Waffenhändler und Drittstaaten ins Spiel, allen voran England und die Sowjetunion. England hat sehr wohl Interesse gehabt, an der Einheit Nigerias festzuhalten, um jeden Preis. Und England hat natürlich auch starke wirtschaftliche Interessen, natürlich gerade auch im Erdölbereich gehabt. Und hat noch immer. Es gibt unendlich viele Staaten, Unternehmen, Einzelgruppen, Profiteure im wahrsten Sinn des Wortes, im Negativen, die daran verdienen, dass in solchen Weltgegenden nicht Frieden, sondern Konflikt herrscht. Im Konflikt wird man nicht zu Umweltstandards gezwungen, im Konflikt kann man rasch Vermögen erwerben, kann Land plötzlich als frei brachliegend erklären, wenn man vor die Leute dort umgebracht hat. Das gilt in Nigeria, das gilt im Sudan, das gilt in all den Gegenden, die unklare politische Strukturen haben und hohe Bodenschätze. Dort ist wirklich Raubrittertum im nationalen Ausmaß das Problem. I'm sure you heard about how much the Nigerian government brought to Austria. Austria here, our money is full here in Austria. Our money is full in Britain. Our money is full all over the Europe. You know, but we are here suffering. Solange die Staat Nigeria die ganze Unterdrückung von Biafrans noch fortsetzt, ja, leben wir wie eine Tiere. Ja. Die Hunde, die hier im Haushalt in Österreich leben, haben mehr Recht als die Biafrans in Nigeria. Nigeria ist der größte Ölproduzent des Kontinents. 2,5 Millionen Barrel Öl werden täglich gefördert. In diesem einst fruchtbaren Land findet man heute über weite Strecken kaputte Böden, verseuchtes Trinkwasser und massive Umweltschäden. Shell ist dort traditionell einer der größten Ölförderer. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Nigeria und Shell bis heute vor, so gut wie nichts gegen die durch die Ölförderung entstandenen Umweltschäden zu unternehmen. Vor 20 Jahren wurde Kenzaro Wiwa, berühmter nigerianischer Ogoni-Dichter, umgebracht, weil er sich gegen die Ölmissbrauch, Verschmutzung von Shell und anderen dort wirksam beschwert hat. Und seither ist Amnesty an diesem wirklich dreckigen Ball dran. Zäh, mühsam, langwierig, gespickt mit Lügen, mit Wegschauen der Regierung,
mit Ignoranz und wirklich widerlichen Betrug in der Argumentation von Shell Nigeria und vielen anderen. Und die kleinen Siege, die erringbar sind Riesenhoffnungsgeber. Jetzt zuletzt ein Settlement, eine Vergleichsverhandlung vor einem britischen Gericht, das immerhin zu einer Schadenersatzzahlung nach 55 Millionen Euro geführt hat, nachdem 4.000 Euro als Primärangebot da waren. Dann sieht man die Dimensionen dazu. Und man muss sich aber klar sein, das geht um einen Fall und es gibt 400 Fälle pro Jahr, die neu entstehen in etwa an Ölverschmutzung, an gebrochenen Pipelines, einfach weil sie verrostet, verdreckt, nicht mehr technisch in Ordnung sind, weil auf den letzten Cent Profit wirklich ausgebeutet wird und nicht einmal Basisinfrastruktur geschaffen wird. Wenn sowas in Europa passiert einmal, ist das ein Umweltskandal, der quer durch Europa geht. In Nigeria passiert das derzeit 300 bis 400 Mal pro Jahr und es ist gelungen, einen Fall aus 20 Jahren zu lösen. Dort stehen wir ungefähr. I love to go back. I have stayed so long in this island, but I remember my home. I remember my hometown. I don't think Nigeria is a place I can survive. I don't see Nigeria as a home anymore. You know, we have no electricity. There is no place you come in Nigeria today, you get a clean cup of water to drink. And that is the most important thing for every human being, a clean cup of water. Animals can just in the night. This is animal. You see? Sauberes Trinkwasser ist seit 2010 ein offizielles Menschenrecht der UNO. Laut WHO und UNICEF besitzt nicht einmal jeder zweite nigerianische Bürger Zugang dazu. Auch die UNO hat ein Auge auf die Region geworfen, schreitet aber aufgrund der rechtlichen Situation nicht ein. Actually, we have to say that a lot of preventive diplomacy has been applied from everyone in the international community. The Secretary of State of the US was there, the Commonwealth as well, and many countries were applying some bilateral attention to Nigeria in ensuring the Nigerians that all eyes were on them. But again, this is Nigeria. They are a great country, and they need to behave in such a way that to be a model, an example for the rest of the sub-region. And from the elections up to now, there is a lot of differing political quarrels. These are political quarrels, and as far as we are concerned, we cannot really interfere because, as you know, the Article 2 of the UN Charter does not allow interference within internal affairs of the member countries. Auf der einen Seite ist Nigeria ein großes, reiches und sehr mächtiges Land. Es ist eines der größten und mächtigsten Länder in Afrika mit einem ungeheuren Ölreichtum. Könnte so dastehen wie die Schweiz Afrikas, wenn man so will. Und ist seit immer schon zerrissen zwischen religionsbasierten Konflikten und wo immer Öl im Spiel ist, sind die großen Industrienationen dabei. Und nicht nur im Westen, sondern natürlich auch Russland, zunehmend auch China. Hier finden Stellvertreterkonflikte statt und die ganz bittere Wahrheit, am Konflikt verdienen Unternehmen und die Kosten liegen bei der Gemeinschaft. Am Frieden verdient die Gemeinschaft, hat den Profit und kein Unternehmen kann daran verdienen. Das ist eine sehr triviale, aber leider sehr zutreffende Erklärung, warum es immer leichter geht, Krieg, Bürgerkrieg oder Gewalt zu führen, den Frieden zu schaffen. Und die Gemeinschaften, die kleinen, die in diesen Ländern oder Gegenden sind, wo Öl ist, die sind das schwächste Glied im ganzen System drin. Biafraner leben laut eigenen Angaben in über 88 Ländern auf der ganzen Welt. Ihr Ruf nach Freiheit wird immer lauter. Über Radio Biafra und das Internet sind die Communities mehr und mehr vernetzt. Auch in Wien trifft sich der politische Kern alle 2 Wochen zur gemeinsamen Sitzung. No matter how little, this our monthly do. This is how we use it to support Radio Biafra, to support
activities undertaken by the Radio Biafra. So I call up on our members, please don't give up. They started killing us since 1945, 1966. Some of us were not born. They're killing us till then. Now, you have witnessed them killing us again. So I'm encouraging everybody, whatever support you can do, don't relent. Sitzungen dieser Art gibt es nicht nur in Wien. Ihren Ursprung finden sie in Radio Biafra und seinem Direktor Nnamdi Kanu. I have come here to Dublin as a zone. Michael Keume ist der Wien-Koordinator für Biafra und informiert sich täglich über diesen Radiosender, die Leitstelle der Gemeinschaft. We are indigenous people of Biafra, under the leadership of Nnamdi Kanu. At the beginning, I don't know who I am, but now I found out exactly who I am through Nnamdi Kanu, our director. I've welcomed everybody. That is for tomorrow and going forward. That is how it's going to be. We introduce ourselves. I am Nnamdi Kanu. I'm from Biafra land. That is where I come from, and I am the leader of indigenous people of Biafra. So also am I the director of Radio Biafra, which is our mouthpiece and our access to the whole world. The content that we have has been informed by years and years of research, of hard work, of dedication, and actually first-hand experience of what it feels like or what it means to be in a place called Nigeria. Nigeria is a very horrible, terrible place for any human being to come from. So when you talk about corruption, when you talk about evil, when you talk about cultism at the universities, when you talk about retrogressive development, when you talk about backwardness and a community, or should I say a country that is intellectually bereft, a group of people where almost everybody is a criminal, is a thief. There is no honesty or decency. We don't even struggle for content because they are there every blessed day. Die folgenden Szenen haben wir von der Biafra-Gemeinschaft zur Verfügung gestellt bekommen. Sie zeigen den von Gewalt geprägten Alltag. Come out! Come out! Come out! Come out of this car! You're a criminal. You want to kill somebody? Huh? Eh? Bring that key. Bring the key. Bring that key. Bring that key. Bring the check. God punish you. God punish you. I tell you what. Ah! Ah! They start to fire us, you know. So we don't know the reason, you know, why we are not with anything. We only bought flyer, you know, telling people about our freedom. We are stating our freedom. So these people started to fire us. So they first saw you and then they started shooting at you? They started shooting at us. They killed 2 people now. 2 people now is in the mortuary. Wow. Why we sustain this injury? No, they even shot you? On which part of the body? My right leg. They shot me. Wow. Wer in Nigeria einer kleinen Community angehört, hat in Summe keine Rechte und ist Interessenskapital für Politik, die mal in die eine und mal in die andere Richtung geht. Wenn man es in einem etwas größeren Zusammenhang zeigt, Boko Haram als brutale Terrororganisation, die hunderte Menschen umbringt, Tausende wahrscheinlich sogar, wird auf der anderen Seite von der nigerianischen Polizei und Armee bekämpft mit Mitteln, die sich nicht mehr unterscheiden von den Aktivitäten von Boko Haram. Gleiche Grausamkeit, gleiche Undifferenziertheit, Tote, Mord, Folter, brutalste Vertreibung auf beiden Seiten. Der nigerianische Staat macht den schweren Fehler, in einen Ring hineinzusteigen, wo er Schiedsrichter und Regelimplementierer sein sollte. Und
Das gleiche Muster hat sich genauso gezeigt im Ogoniland, das gleiche Muster zeigt sich gegenüber den Biafrans und das ist ein nicht durchbrechbares Muster offensichtlich. Wenn man gewählt wird, ist das Signal, jetzt kann ich reich werden, jetzt kann ich Einfluss haben und nicht, jetzt habe ich einen Auftrag, die Dinge besser zu machen. I'm telling the world, everybody is bad, everybody can be bad. You can never train a soldier and want him to become a teacher. If you train a soldier, that soldier will become a soldier. They train us to become a soldier, and that is what we are, and there we are standing. We are ready to die. This time around, no escaping goat. I mean it. Even if it would take my last blood, I mean it. If the Britain doesn't leave Biafran alone, it's not only Biafra, with the war we even start from in Europe. I believe in me. What happened in 1967 will not happen again. God is with you. Fight for your life. Declare your freedom. Look for your freedom. Stand for your freedom. Speak that your freedom. Play that your freedom. Shout that freedom. Biafra. Fight for your freedom, seek your freedom. Maybe you travel out, you migrate out, you don't have any hope. You cannot walk. There's a situation, you say there's a way they push somebody. They push you to the wall. You don't have any alternative. After all, you're already dying. So a lot of people have been frustrated. We have been frustrated. We have a land, we have a place we call our home, but we don't have any right to develop it. I hope some people can be in our shoe. Then if somebody tell you that he will die for his land, I think you should understand that we don't have any alternative again. You can see the killings, the marginalizations in Nigeria. Even our people are living, majority of our Biafrans are living in fear. The government is bad. We lack electricity, we lack pipe-borne water, we lack medical attentions. So we have a lot of reasons to stand for our rights. We are begging the help of the international communities, the Austrians, the United Nations, the entire world, to assist Biafrans to be free. Ein unabhängiges Biafra. Das ist der Traum dieser Menschen. Für die Vereinten Nationen war Nigeria an diesem Punkt bereits vor mehr als 40 Jahren. And that issue was solved with the full reintegration of Biafra into Nigeria. I'm not convinced that there is a genuine desire for secession in any country, any state, or any community in Nigeria right now. I'm not convinced at all. To be honest, I have not heard until now that there is a push for Biafrans to secede, to separate. I haven't heard about that. Certainly, you have some nationalists who made political calculations, but I don't think there is a debate in Nigeria about this at this time at all. Biafraner leben in über 88 Ländern der Welt. Sie tragen den Schmerz einer gespaltenen Nation in sich und zumindest einen Teil von ihnen eint ein gemeinsamer Wunsch. Biafra is like a dream. We have been dreaming this over decades now. There must not be war. I'm not expecting war. I don't want war because the one we have fought has created a big wound in our hearts. Assist us for our liberation, because if we eventually will get our freedom, many people that they are seeing in refugee camp will go home. Wir wollen nicht, dass jemand uns Brot gibt oder Banane oder irgendwas. Wir wollen das selber fischen. Wir haben 2 Hände. Ich denke mir, umso mehr Nationen sich wirklich einsetzen, Bescheid wissen, was da wirklich vorgeht, umso mehr Druck von außen kommt. Ja? Ich glaube, dass es machbar ist. We believe in equality of everything that is born of a woman. We know that men are born equal. We are going to enshrine this in the way that we do business. There will be no corruption. We will go back to the way we used to be, where truth is life. We want to return to our core values. Those core values are the exact opposite antithesis of everything you see in the country called Nigeria today.
Come